Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen, was der Tag an Nachrichten für uns an Bord hat. Ups. Mit Karacho kam sie raus, die Lilie. Ja, es geht darum, eventuell, ich kann mehrere Szenarien nennen, eine familiäre Situation zu klären, eine Situation, die mit Beziehungen zu tun hat, zu klären oder zu harmonisieren. An sich sagt uns das schon, dass die Zeit dafür ist, die Bindungen, die wir haben, harmonisch zu gestalten. Also respektive irgendwo auch einen Haken an eine Sache zu machen, ein friedliches Gefühl reinzukriegen. Speziell kann es hier um den Bereich Freundschaften gehen oder aber auch so erwachsene Kinder, möglicherweise Arbeitskollegen. Und es geht speziell um den Überbegriff Treue, Loyalität. Vielleicht wünscht sich hier ein Freund auch eure Treue oder Loyalität, weil er gerade dabei ist, seine verbindlichen Dinge zu ändern, was ja immer auch so ein bisschen mit Konflikt einhergeht, weil man denkt, okay, wenn ich jetzt was verändere, komme ich dann da raus, wo ich sein möchte. Aber letzten Endes endet die Sache hier damit, dass wir uns eine neue Tür öffnen können, dass wir ein Gefühl der Sicherheit haben, dass wir einen Erfolg haben. Hier wendet sich das Blatt auch so ein bisschen, hier kann man einen Konflikt lösen. Der Konflikt hat an sich mit dem Thema Sicherheit was zu tun. Ich fühle mich sicher, ich fühle mich gehalten, ich fühle mich getragen. Ich erschaffe mir mein Umfeld so, dass es sich für mich stimmig anfühlt. Und was hier auch ganz spannend ist, es gibt hier ein Thema, das würde ich nennen, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich nähere praktisch nicht meine Wunden, ich nähere nicht die Konflikte, die ich um mich habe, sondern ich wende mich eben den Dingen zu, die ich klären kann, und was ich nicht klären kann. Wir kriegen nicht auf alles eine Antwort, kann dann auch mal so stehen bleiben. Hier kann es um plötzliche Veränderungen auch gehen, die von außen mitkommen. Die können die Familie, das ganze Umfeld. Das hier sieht schon so ein bisschen auch aus wie so ein Rundumschlag, ne? Man überlegt sich, wo braucht was mehr Harmonie. Und wie gestalte ich mir mein Umfeld so, dass es für mich friedlich und angenehm ist, anstatt dass es mir halt Unruhe mitbringt oder Situationen, in denen ich viel rumdiskutieren muss oder Hindernisse auch habe. Unterm Deck haben wir den Anker und das Buch. Also möglicherweise versucht jemand sein ganzes Umfeld, weil wir haben das Haus, die Familie, die Partnerschaft, wir haben viele Themenkarten dabei, das Herz, zu stabilisieren, oder jemand erntet hier das, was er gearbeitet hat. Also er kriegt hier einen Ausgleich, der ihm mehr Frieden bringt. Spannend. Hier geht es auch so ein bisschen um eine Herzensangelegenheit, ne? Man denkt vielleicht drüber nach, welche Richtung die richtige wäre und wo man noch was begrenzen oder abschneiden könnte oder wo man auch auf die Schnelle ein Ergebnis hat, das einen mitträgt, ne? Es fehlt vielleicht ja auch noch so ein bisschen Wissen oder halt so dieses Ding, wie setze ich korrekt um. Hier kriegst du diese gediegene Energie mit, ne? Du brauchst dich nicht beeilen. Nimm dir Zeit, damit das Ergebnis dann auch so ist, wie du es dir vorstellst. Ja, genau. Also bevor du dich jetzt mit Arbeit überhäufst oder eben so sagst, ne,
jetzt mache ich noch dies und das und jenes, nimm ein bisschen Tempo raus, denn hier kommt sowieso was schneller als du denkst und du brauchst es nicht selber forcieren, sondern geh wieder mehr in die spielerische Energie, in die Leichtigkeit auch. Denn von da aus lässt es sich auch leichter manifestieren. Du erschaffst dir hier vielleicht auch ein Umfeld oder eine Möglichkeit, dass du vereinfache dein Leben, genau, dass du dir mehr Situationen erschaffen kannst, wo du nicht nur arbeitest oder Beziehungsleben hast oder wo du dich um vieles kümmern musst, sondern es geht darum, Überflüssiges aus dem Leben zu entfernen, die Aktivitäten in ein Gleichgewicht bringen und somit eben auch sich selber wieder mehr auf den Boden stellen, auf dem man auch wachsen und ausruhen kann und alles. Ne? Hier zeigt sich jetzt das Thema Selbstständigkeit. Es kann speziell um eine berufliche Situation gehen. Wir haben ja hier unten auch den Anker. Es kann aber auch ein Ungleichgewicht geben zwischen zu viel Arbeit und der Rest steht hinten an. Wir hätten hier auch die Arbeit von zu Hause aus, wenn man genau hinguckt. Oder auch im häuslichen Bereich an sich. Vielleicht ist einiges liegen geblieben und du fragst dich, wie kriege ich es zukünftig hin, allem gerecht zu werden. Aber hier sieht man eine klärende, harmonisierende Energie, die dein ganzes Umfeld betrifft. Und es geht darum, bei der ganzen Sache möglichst unabhängig zu bleiben. Also anstatt hier noch und da noch, und könntest du mal hier und da sozusagen, hier ist eben die gute Grenze. Und ich sorge hier bestens für mich selbst, sodass meine Dinge einfach auch wieder gedeihen können. Auf eine Art und Weise. Okay, was sagen die Einhörner dazu? Entspann dich. Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Also vielleicht hast du hier auch diese Sorge, du schaffst etwas nicht, du kommst nicht durch. Hier, Step by Step, ne? Mach langsam, hier warte, Tempo runter, denn hier geht es darum, sich einen Weg zu erschaffen, wo viele kleine Schritte große Träume wahr werden lassen. Also das ist hier nichts Schnelles auf jeden Fall. Okay, dann hätte ich jetzt gerne noch mal einen Engel für die Situation. Hier. Der Engel der Freude. Wenn du glücklich bist, ist dein Engel auch glücklich. Also betrachte alles von der positiven Seite und hab Freude an allem, was du tust. Du wirst merken, dass dein Leben beschwingter ist und deine Freude auch andere anstecken wird. Die Botschaft deines Engels lautet, durch deine Freude entfaltet sich himmlische Kraft, also spielerische Energie, wieder dem, was einem gut tut, mehr Aufmerksamkeit schenken und den Augenblick wieder ein bisschen mehr leben. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.